Special Effects auf Steinpapier mit Buntstiften. Unglaublich, welche Effekte man mit Buntstiften auf diesem Papier erzeugen kann und welche Techniken man hier anwenden kann, die bei herkömmlichem Papier nicht möglich sind. Ich bin Anneliese Klotz und in diesem Video geht es um Steinpapier. Ein tolles, nachhaltiges Papier, das sich samtig weich anfühlt und eine absolut glatte Oberfläche hat. Zuerst die Experimente. Eigentlich hätte ich gedacht, dass sich auf diesem Papier Buntstifte bestimmt super mit Powderblender verblenden lassen. Falsch vermutet. Das Papier hält jeden Strich fest. Es lässt sich nichts verblenden. Es gibt keinerlei Abrieb, wenn erstmal Buntstift auf dem Papier ist. Aber wie bekommt man den Buntstift dann verblendet? Ganz einfach, mit Wasser. Richtig gehört, einfach nur mit Wasser. Du brauchst also keine Lösungsmittel, die sogenannten Solvents. Ins Wasser habe ich ein paar Tropfen Spüli gegeben. Zum Verblenden sollte der Pinsel nicht zu nass sein, sonst wäscht er die Farbe ab. Und so einfach bekommst du eine schöne, glatte Farbfläche. Das Papier fühlt sich nicht nur samtig weich an, es möchte auch sanft behandelt werden. Es ist nicht nötig, stark aufzudrücken. Das führt auch nicht zu besseren Ergebnissen oder mehr Farbabrieb, im Gegenteil. Damit beschädigst du das Papier möglicherweise oder es wird sich wellen. Also den Stift übers Papier schweben lassen. Vertraue der Vorgehensweise. Erstmal sieht man nicht viel, aber nach und nach baut sich die Farbintensität auf. Ich drücke also zu keiner Zeit mit dem Buntstift stark auf. Zudem sollen die Beispiele vergleichbar sein. Mit Wasser wird ein Buntstift auf Steinpapier wasservermalbar. Dein Buntstift wird zum Aquarellstift. Ist das nicht krass? Auf angefeuchtetem Papier gibt der Buntstift direkt mehr Farbe ab. Und wenn du den Buntstift selbst anfeuchtest, gibt er selbst beim Malen direkt Farbe ab. Das Papier verträgt richtig viel Wasser, ohne dass es sich wellt wie Aquarellpapier und ohne dass das Wasser auf die Rückseite durchschlägt. Und wenn dir dein Gemaltes nicht gefällt, musst du das Papier nicht wegwerfen. Du kannst den Buntstift komplett abwaschen und von vorn anfangen. Sicher, es ist etwas gewöhnungsbedürftig, auf diesem Papier zu malen. Aber an andere Medien muss man sich auch erst gewöhnen. Am ehesten vergleichbar ist es mit dem Malen auf Architektenpapier oder Durallar. Natürlich kann man Farbe auch überlagern. Bei der Maus habe ich zig Lagen Buntstift übereinander gelegt. Sollte man nicht vermuten, dass das möglich ist auf dem glatten Papier. Und direkt auf dem Papier lässt es sich auch gut mischen, wenn du mit Wasser verblendest. Wie viel Wasser du nimmst, kommt darauf an, welchen Effekt du haben willst. Wenn du Farbe abwaschen willst, darf es klatschnass sein. Wenn du hingegen Farbe verblenden möchtest, reicht der feuchte Pinsel. Ist der Pinsel zu nass, schmierst du die Farbe umher, statt sie zu verblenden. Der Stift, den ich hier benutze, um weiße Striche zu ziehen, ist ein Leerstift, den ich mit meiner Wasser-Spüli-Mischung gefüllt habe. Damit lassen sich sehr scharfe Striche ziehen. Der Stift malt mit Wasser den Buntstift weg. Deshalb immer die Spitze abtupfen und säubern. Mit dem Pinsel kann man natürlich auch Farbe abnehmen. Im Ergebnis hat das weichere Ränder. Ein Pinsel mit etwas steiferen Haaren oder Borsten funktioniert hier am besten. Hier nochmal vom trockenen Papier ins angefeuchtete Papier reingemalt, damit du den direkten Unterschied quasi nahtlos nochmal sehen kannst. Und schöne feine Striche, so fein wie du sie niemals malen könntest, gibt's mit dem Cuttermesser. Wichtig ist dabei, das Papier nicht zu beschädigen. Ich benutze das Cuttermesser verkehrt herum, also mit der stumpfen Seite auf dem Papier. Wie gesagt, ich will das Papier nicht verletzen. Selbst wenn du das Papier so stark ansprühst, dass es klatschnass ist,
wirst du spätestens bei der Maus sehen, dass nichts ineinander verläuft, wie das beim Aquarell mitunter passieren kann. Das Papier hält einmal aufgebrachte Farbe fest. Wassertropfen mit der Nadelflasche aufgetropft und mit dem Wattestäbchen Buntstift entfernen. Eine weitere Möglichkeit. Zudem eignet sich das feuchte Wattestäbchen auch super zum Verblenden. Wenn deine Farbe auf dem Papier nass genug ist, bekommst du auch mit dem Silikonshaper oder Silikonpinsel tolle Effekte. So, das waren die Tests mit den Buntstiften. Jetzt wollte ich aber noch wissen, ob sich Permanentmarker oder Permanentstifte abwaschen lassen. Zudem, wie sieht es beispielsweise mit Faber-Castell Pitt Pens aus? Pitt Pens lassen sich problemlos mit Spüliwasser entfernen. Hier siehst du zwar einen leichten Rückstand, aber wenn ich mit lauwarmem Wasser gearbeitet hätte, wäre das Papier genauso weiß, als ob es unbenutzt wäre. Permanentstifte lassen sich nicht abwaschen, auch nicht mit viel Geschruppe. Die Striche werden nur blasser. Das könnte dann interessant sein, wenn du gerne eine permanente Outline vorzeichnen möchtest. Interessanterweise haben beide Stifte nicht auf die Rückseite durchgeschlagen. Bei Markern würde ich dir empfehlen, diese vorher auf einem Probepapier auszutesten. Überhaupt sage ich das immer und immer wieder. Testen, 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 bevor es ans Malen geht. Das beugt unliebsamen Überraschungen und Frustrationen vor. Bei den Markern gibt es sicherlich Unterschiede in der Art und Weise, wie man mit ihnen auf Steinpapier malen kann und welche Möglichkeit man mit ihnen hat. Und hier kommt die Maus. Diesmal wollte ich Zeit sparen und habe zuvor keine Skizze gemacht. Ich habe das Foto in Schwarz-Weiß umgewandelt, die Kontraste erhöht und das unter mein Steinpapier auf mein Lightboard gelegt. Übrigens, wenn dich Tipps und Tricks rund ums Skizzieren interessieren, verlinke ich die unten in der Beschreibung, hier oben rechts und am Ende des Videos in einer Playlist. Erstmal lege ich den Hintergrund an, damit ich später nicht um die Maus drumherum malen muss. Das ist blöd und zudem neigt das Ergebnis dazu, so auszusehen, als ob ein Sticker aufgeklebt worden wäre. Ich möchte, dass die Maus sich einfügt. Ich male auch über die Maus drüber und es ist auch nicht wichtig, akkurat um die Ränder rumzumalen. Die Maus lässt sich mit Wasser wieder auswaschen, wie du bei den Tests gesehen hast. Alle Techniken, die ich in den Experimenten zu Beginn ausprobiert habe, kommen bei der Maus zur Anwendung. Super einfach ist es, zum Schluss die Schnurhaare der Maus zu setzen. Wer mit Buntstiften mal weiß, wie knifflig und schwierig es ist, auf dunkler Untermalung am Ende weiße Schnurhaare zu malen. Auf Steinpapier geht das total einfach. Du darfst also gespannt sein. Das fertige Bild hat auf diesem Papier einen glänzenden Schimmer. Etwas Glanz gibt jedem Bild mehr farbliche Tiefenwirkung. Welche Buntstifte habe ich verwendet? Für diesen Test habe ich Caran d'Ache Pablos, Derwent Luminance und Lightfast Buntstifte verwendet. Weiche Buntstifte funktionieren auf diesem Papier besonders gut. Faber-Castell Pablos hingegen sind von der Mine her zu hart und geben weniger Farbe ab. Die Luminance habe ich für die dunkelsten Stellen verwendet. Hier gibt es zwei absolut wundervolle Schwarztöne. Mars Black, das etwas ins Braunviolette geht, und Midnight Black, ein bläuliches Schwarz. Die Luminance Stifte sind am weichsten, gefolgt von Lightfast und dann dem Pablos. Noch ein paar Zusatzinfos zu Steinpapier, zu seinen Eigenschaften. Steinpapier wird aus Kalksteinabfällen hergestellt. Es ist reißfest und soll sogar waschmaschinenfest sein. Das habe ich allerdings nicht ausprobiert. Es muss kein Baum gefällt werden, es wird bei der Herstellung kein Trinkwasser verbraucht und es ist beliebig oft recycelbar. Es ist in der Herstellung umweltfreundlich. Man darf gespannt sein, was in Zukunft alles aus Steinpapier gemacht wird. Verpackungen, Plastiktüten. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Hat dir dieses Video gefallen? Ein Like von dir wäre toll. Das ist der Applaus für mein Video und wenn du dann noch den Abo-Button und die Glocke daneben drückst, ist das die Standing Ovation. Durch das Drücken der Glocke wirst du zudem sofort informiert, sobald ich etwas Neues hochlade. Also abonnieren nicht vergessen, all das hilft, diesem Kanal zu wachsen. Dankeschön und bis demnächst.